Bernd hat mich gebeten bzw. gefragt, ob ich nicht mal ein Video zu dem sogenannten FIFO-Prinzip anfertigen könnte. Und das mache ich natürlich sehr gerne, weil Bernd tatsächlich Probleme damit hatte. Und er wollte ganz gerne wissen, wie kann ich mir denn zusätzliche Notizen einfügen, wann ich eine Aktie gekauft habe, wie viele und zu welchem Preis. Auch darum soll es in diesem Video heute gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus den Niederlanden. Bevor ich aber loslege, welche Möglichkeiten hier bestehen, möchten wir an euch alle einmal ein ganz herzliches Dankeschön richten für die super schönen, vielen motivierenden Kommentare. Manche von euch sind da ja ganz fleißig. Es ist wirklich toll und ja, wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Es ist so ein bisschen wie, also so können wir uns vorstellen, wie Schauspieler, wenn dann am Schluss der Applaus aufkommt. Bitte bleibt dabei, das wäre ganz toll. Mittlerweile ist es so, dass einige von euch oder ich sag mal immer mehr von euch sagen, hey, wir wissen ganz genau, was ihr euch da für Arbeit macht, zweimal die Woche ein Video zu erstellen mit Ton, mit Schnitt und allem drum und dran. Wir würden euch auch gern finanziell ein wenig unterstützen, weil ihr uns auch so viel weiterhelft und immer mal schnell eine Antwort parat habt und auch unsere Fragen immer beantwortet. So haben wir uns dazu entschieden, nun doch die sogenannten Thanks einzufügen, weil wir das so lieb von euch finden, dass ihr uns das anbietet. Deswegen habe ich hier mal ein bestehendes Video aufgerufen und ihr findet hier die 3 Punkte. Wenn ihr dort auch raufklickt, dann findet ihr ganz oben die sogenannten Thanks. Und hier in dem nächsten Fenster könnt ihr dann auswählen, welchen Betrag ihr uns zukommen lassen möchtet. Natürlich sind wir mit dem kleinsten Betrag verdammt glücklich und äußerst dankbar, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so kleine Kanäle wie unserer wird von YouTube nicht wirklich unterstützt. Das Bereich bewegt sich tatsächlich im Cent-Bereich und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass da dann doch ja ein bisschen was Finanzielles dahinter steht, das zu produzieren. Zusätzlich könnt ihr hier auch jederzeit einen Kommentar einfügen, den jetzigen rauslöschen, etwas Neues eingeben und zusätzlich auch, wer mag, ja, mit den Smileys oder den Bildchen rumspielen. Das ist euch natürlich sehr gerne überlassen. Wer es lieber über das Handy macht, ist der Weg ähnlich. Auch dort habt ihr ja diese Leiste mit Daumen hoch, teilen und so weiter. Wenn ihr die ganze Zeile von rechts nach links rüberschiebt, dann findet ihr auch irgendwann genau diesen Button und dann ist dort der Weg der gleiche. Vielen Dank vorab, dass ihr uns ja diese Möglichkeit zur Verfügung stellt, beziehungsweise das angefragt habt. Das freut uns wirklich riesig. Wer das nicht finanziell machen möchte, freuen wir uns natürlich nach wie vor, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr Kommentare da lasst, den Daumen hoch anklickt. Auch das hilft dem kleinen Kanal zu wachsen und weiterempfehlen. Weiterempfehlen ist natürlich auch immer super, immer an Leute, die ja mit der TWS-Börse TradingView Hilfe brauchen. Auch das hilft sehr weiter. So, jetzt aber endlich zum Thema. Dafür wechsle ich einmal ins Portfolio. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, glaube ich, einfach ein Unterkonto zu erstellen und auf dem einen Konto die Investitionen zu haben und auf dem anderen Konto zu traden. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Das werde ich hier oben einfach mal verlinken. Das ist ganz einfach. Da müsst ihr natürlich dann auch Geld einzahlen, ganz klar. Das läuft dann über die beiden Konten, ja, wie unterschiedliche Girokonten auch. Da könnt ihr dann das ganz getrennt handhaben. Dann hatte ja Bernd noch die Frage bezüglich der Notizen, wie zum Beispiel, wann habe ich welche Aktie gekauft oder wie viele Aktien zu welchem Preis. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie ihr das machen könnt. Das geht nicht im Portfolio, sondern dafür müsst ihr einen eigenen Reiter anlegen. Und ich habe das jetzt hier beispielsweise einmal gemacht. Hier haben wir dann
die Spalte Notizen eingefügt und hier könnt ihr dann tatsächlich alles einfügen, was ihr möchtet. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Ihr seht, da kann man hoch und runter scrollen. Also da könnt ihr einen Roman reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Gar kein Problem. Und da habt ihr dann jederzeit immer Zugriff drauf. Wenn ihr dann raufklickt, öffnet sich das Fenster. Wenn ihr nur rauf zeigt, dann wird auch angezeigt, was ihr da drin stehen habt. So, dann, ach ja, noch der Hinweis dazu, dass dieses Video von links gesponsert wird. Und dann sehen wir uns eine Sekunde wieder. So, jetzt aber weiter im Text. Wir gehen noch einmal zurück aufs Portfolio. Wir wollen jetzt das Ganze ändern. Wenn ihr jetzt sagt, nein, ich möchte kein eigenes Unterkonto dafür haben, ich möchte das in einem Depot handeln, ein Portfolio, das reicht mir, das kann ich gut handeln. Dann markiert ihr die Position, wenn ihr jetzt zum Beispiel von FIFO, also First In, First Out, auf LIFO, Last In, First Out wechseln wollt, markiert ihr die Position, rechte Maustaste und dann findet ihr hier Steuerposten ändern. Wenn ihr darauf klickt, dann bekommt ihr das folgende Fenster. Ihr seht hier, ne, Siemens habe ich angeklickt. Hier ist das Kürzel oben nochmal zu sehen. Ich schiebe das mal ein Stückchen rüber. Ihr seht, hier habe ich 405 Aktien. 400, seht ihr hier, 400 habe ich am 2.5. gekauft. Und dann die 5, um das euch zu präsentieren, habe ich heute nochmal gekauft, die 5 Stück am 1.7. Da habt ihr dann auch nochmal, wenn ihr nachträglich nochmal wissen wollt, wann habe ich denn die überhaupt gekauft, um euch das zum Beispiel in den Notizen einzutragen, hier könnt ihr das nachvollziehen. Und hier könnt ihr dann auch, hier seht ihr es auch, First In, First Out, könnt ihr das ändern, indem ihr hier auf das Pfeilchen klickt und dann zum Beispiel auf Last In, First Out wechselt. Das müsst ihr dann tatsächlich dann nochmal bestätigen. Ich nehme das noch einmal raus, um euch noch zu zeigen, dass es noch mehrere Möglichkeiten gibt, die ihr hier auswählen könnt. Da ich ja nicht weiß, für welchen Betrag ihr welche Aktien gekauft habt, könnt ihr hier auch jederzeit immer wieder ändern. Also da könnt ihr euch dann das raussuchen für jede einzelne Position, was für euch da die richtige Wahl ist. So, das war's für heute. Ich möchte ganz gern nochmal auf das kommende Video übermorgen hinweisen mit Andreas oder beziehungsweise von Andreas über TradingView. Er hat sich da wieder etwas Nettes für euch ausgedacht. Es wird wieder spannend. Ihr dürft gespannt sein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann am Freitag auch wieder einschaltet. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn nicht auf der Cashflow-Konferenz jetzt am Wochenende, sehen wir uns auf jeden Fall dann nächsten Mittwoch wieder mit einem neuen spannenden Thema. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber ihr werdet es mitkriegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und passt auf euch und euer Geld auf.